Wir beginnen mit einem Sprintrennen in Belgien, auch neu dazugekommen, weil wir haben ja 2 neue Strecken, von daher gibt es dann auch 2 Sprintrennen wohl mehr. Belgien ist jetzt das nächste, 4 Runden jetzt und dann haben wir glaube ich nochmal 13 Runden im richtigen Rennen. Und Belgien ist ja eine Strecke, die kann ich eigentlich relativ gut, ja, je nachdem wie hier die KI mitspielt. Sergio Perez auf jeden Fall vorne, ich mit einer Verwarnung. Es gibt Sachen, die ändern sich halt nicht. Dann haben wir Hamilton, Leclerc und Russell, alle ganz eng zusammen. Und gerade heute das Sprintrennen ist wichtig, um Punkte zu sammeln für den Weltmeistertitel. Wir sind alle ganz eng zusammen. Ja, alle trennen nur ganz wenige Punkte, 20, 30 Punkte maximal, das ist nichts in der Formel 1. Und die Frage, was macht Red Bull? Perez und Verstappen haben in den letzten Rennen so ein bisschen federn lassen, da hat er Mercedes aufgetrumpft. Aber ich würde auch gerne wieder ein Wörtchen mitspielen. Oh, Vorsicht. Und eigentlich ist das hier ein Abschnitt, wo ich auch eigentlich immer Zeit gewonnen habe. Bisschen gedreht hier, aber hier wird die KI auch immer überraschenderweise langsamer, warum auch immer. Hier auch ganz besonders aufpassen, der Curb, der einen auch mal ins Rutschen bringen kann. Aber wir haben erstmal ein bisschen Vorsprung, 1 Sekunde. Der Perez ist auch nicht so weit weg. Da werden wir dann vielleicht nochmal eine Runde mit DRS, oh, wenn ich denn hier den Abstand halte, mit DRS versuchen, doch mal an ihn ranzukommen. Aber jetzt muss ich erstmal ERS hier ein bisschen Gas geben. Vorsicht. Klappt relativ gut bislang. Den Start haben wir auch wie immer gut hinbekommen. Und dann geht es hier mit über 340 km/h schon. Ey, Wahnsinn, was für G-Kräfte da auf einem lasten. Wahnsinn. So, Achtung. Bei den letzten engen Kurven und dann geht es auf Start und Ziel. Ja, auf einen guten 2. Platz. Leclerc Dritter, 1,46, 3,04. Das wird natürlich nicht bei der Endzeit bleiben. Die wird sich so im 1,36er Bereich vielleicht zurechtstellen. Im Qualifying hatten wir übrigens Regen. Also bin ich auf Intermediates hier rumgegurkt. Aber das ging auch mal für eine Runde. Vorsicht jetzt oben in Eau Rouge. Schön den ganzen Schwung mitnehmen und jetzt im Windschatten mit ERS. Komm, das riskiere ich jetzt. Das nehme ich alles mit. Mein Motor pfeift wahrscheinlich aus dem letzten Loch schon wieder. 350 km/h. Achtung vor Perez. Achtung. Oh. Da bin ich wieder mit ihm zusammen gestoßen. Ein bisschen. Ich dachte, ich bin ganz knapp vor ihm. Deswegen konnte ich rüberziehen. Aber mich jetzt fast gedreht. Da habe ich nochmal Glück gehabt, dass auch Perez zurückgezogen hat. Sonst wären... Ah ne, nicht für beide ausgeschieden. Sonst wäre nur ich ausgeschieden. Weil die KI... Die rettet sich ja meistens noch dann in so brenzlichen Situationen. Da bin immer nur ich dann von betroffen. Oh, Vorsicht, nicht gut genommen die Kurve. Jetzt kommt der Perez wieder angerauscht. Und da ist er nämlich schon. Und Leclerc und Hamilton und Russell, das wird jetzt auch noch gleich im richtigen Rennen. Richtig heikel. Wo ist eigentlich Verstappen? Von dem redet eigentlich zurzeit niemand. Jetzt kommt erstmal Sergio Perez, dann müssen wir uns verteidigen. Oh ne, mein DRS ist natürlich wieder kaputt. Wie oft das jetzt aber auch schon vorkommt, ne? Das ist krass. Es gibt einen Fehler im Heckflügelsystem. Bleib draußen, wir können von hier aus an dem Problem arbeiten. Es gibt gleich einen Fehler in deinem Hecksystem, wenn du das nicht wieder hinkriegst. Ey, das gibt's doch gar nicht. Das ist schon das 3. oder 4. Mal in der Saison, wo der Heckflügel nicht funktioniert. Egal ob im Qualifying oder im Rennen, das geht einfach nicht. Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Wir können das DRS nutzen, wenn du höchstens 1 Sekunde hinter dem Wagen vor dir und in der DRS-Zone liegst. Ja, vielleicht ist Verstappen so der lachende 5. oder 6. Der guckt sich das jetzt hier erstmal an und dann in den entscheidenden Rennen der Saison, dann sticht er nochmal zu, weil momentan ist er irgendwie kein ernsthafter Favorit, ist aber auch in der Gesamtwertung nicht so weit weg. Ich kenne das jetzt nicht auswendig, ich glaube Russell führt oder so, ich glaube nicht, dass Sergio Perez führt, der kommt aber ran mit DRS, Achtung. Normalerweise müsste ich ihn jetzt nochmal vorlassen, aber ich versuche das Ganze hier so zu regeln, mich so zu verteidigen. Und ich muss jetzt mal gucken, ob ich hier wieder den berühmten Vorsprung habe, weil die KI lässt hier oftmals auch ein paar Sekunden liegen. 0,5. Ja, nicht viel. Dann haben sie den Bug in Anführungszeichen vielleicht auch behoben. Weil das war in den letzten Formel 1 Spielen auch ganz extrem, dass man da sehr viel Zeit auch gewonnen hat. So, jetzt kommt es gleich nochmal auf der langen Geraden. Hier gibt es aber, glaube ich, kein DRS, ne? Ne. Nur auf Start und Ziel und dann nach Eau Rouge.
Das heißt, wir müssen uns so verteidigen mit ERS 0,1. Oh, ist ganz, ganz knapp hinter uns. Aber Leclerc ist auch noch da. Ah, wir machen das. Und wieder mit 340 Sachen rein. Zack, in die Kurve. Gut, dass die Autos so tief gelegt sind. So, Vorsicht hier. Gut rauskommen. Reinkommen, ja. Klappt gut. 0,6. Den kleinen Vorsprung müssen wir uns jetzt halten. Damit wir hier im Sprintrennen zumindest mal gewinnen. Dann haben wir 8 Punkte sicher. Und starten von der Pole Position im Rennen. Ne? Das ist auch immer ein Vorteil. Oder es kann ein Vorteil sein. Ob es jetzt ein Vorteil wird, werden wir sehen. Ich gucke da ganz speziell auf Russell, weil der hat in den letzten Rennen wirklich gut aufgeholt. Der hat uns teilweise 3-4 Sekunden dann nochmal abgenommen in den letzten Runden. Achtung, Perez kommt nochmal. Hier mit den letzten ERS-Reserven. Ja, das wird er nicht schaffen. Nee. Also hier zumindest nicht. Jetzt bleibt noch die Gerade in Sektor 3. Da hat er dann nochmal eine Möglichkeit. Die schnellste Rundenzeit hat leider Leclerc inne. Oh, Vorsicht. Die sind nochmal da. Die geben nicht auf. Es geht natürlich um viel hier. Es geht um wichtige WM-Punkte. Zusätzliche. Das ist ja alles Zusatz hier durch das Sprintrennen. Und dann werden wir nachher nochmal sehen, wie eng das zusammen ist. Wahnsinn. Und es sind auch nicht mehr so viele Rennen im Vergleich. Wir haben dann noch Monza. Achtung. Zandvoort. Perez versucht es innen. Oh, der schafft es tatsächlich. Ich glaube es nicht. Nee. Hier steche ich nochmal rein. Ganz außen. Jetzt muss er zurückziehen. Und Leclerc dadurch auf Platz 2. Der Perez. Zu viel riskiert. Aber das ist noch nicht ganz entschieden. Ich halte mich da raus. Und dahinter Hamilton und Russell. Die haben auch noch nicht fertig. 0,6, 0,7. Wir sind ganz, ganz eng zusammen. Das wird jetzt ein Vierkampf ums Podium. Zumindest hier im Sprintrennen, dass ich, so wie es aussieht, gewinnen sollte. Wenn ich jetzt die letzten Kurven hier gut durchfahre. Ja, 1, 2 und damit der Sieg im Sprintrennen. Die Pole Position dann im Rennen und hinter mir wird es ganz, ganz eng. Aber Perez Zweiter und Leclerc auf der 3. Über diese Fahrt kann man sich nicht beschweren. Wirklich ausgezeichnet. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Dieses Ergebnis wird Sergio Perez glücklich machen, denn er baut seine Führung in der WM weiter aus. So viel zum Sprintrennen. Jetzt freuen wir uns auf morgen. Den Grand Prix gibt es bei uns live und ohne Unterbrechung. Also nicht vergessen einzuschalten. Erstmal wichtige 8 Punkte. Wo ist der Norris eigentlich schon wieder? Das gibt's doch gar nicht. Ist der... Ja, 16. Okay. Ganz nach hinten gefallen, Hülkenberg auch, aber das ist egal. Vorne ist wichtig. Und die Rangliste besagt Folgendes. Guckt euch die Abstände an. 23, 27, das ist nicht viel. Das sieht zwar viel aus, aber wenn man bedenkt, für einen Sieg gibt es 25 bzw. 26 Punkte, wenn man die schnellste Rundenzeit noch dann inne hat. Das ist nicht viel. Also Sergio Perez vorne, Leclerc und dann Russell. Verstappen ist nur Vierter, nur in Anführungszeichen. Hier im Rennen ist er gar nicht zu sehen. Doch, war er Siebter. Jetzt gehen wir rein ins richtige Rennen. Auf geht's. Wir starten also mit Softs, Hamilton und Russell auf Mediums. Sie werden dann wahrscheinlich auf Hard wechseln. Ich bin sehr, sehr gespannt. Hoffentlich gelingt uns der Start wie immer ganz gut. Los geht's. Sergio Perez neben uns, dahinter Leclerc und dann die beiden Mercedes. Achtung, erste Kurve. Nicht so spät bremsen. So, rum hier und dann bin ich gespannt. Hamilton und Russell tauschen schon mal in der ersten Kurve die Plätze. Und dann gut wegkommen hier. Gerade in den ersten paar Runden aus dem DRS-Fenster rauskommen, weil dann werde ich gecatcht von Sergio Perez. Das werde ich dann nicht verteidigen können. Da kommt er nämlich jetzt schon. Aber wenn ich ERS einschalte, Baby, da hast du keine Chance, oder? Oh, wir sind auf einer Höhe. Er ist sogar ein bisschen schneller. Jetzt, wenn ich nichts ausgeschaltet habe. Achtung. Wir bremsen ein bisschen später, ziehen rein. Oh, auch wieder ganz riskant. Und dann beschwere ich mich wieder, warum ich eine Verwarnung kriege oder warum ich ausscheide. Ich verteidige hier alles mit Mann und Maus. Soweit es geht. Oh, Vorsicht, Curb. Nicht, dass die mir hier das Rennen versauen. Das hätte gerade ganz schön schief gehen können. Jetzt Leclerc Zweiter. Also diese Positionsveränderung, die wird es noch ganz, ganz häufig geben. Aber wir dürfen uns davor nicht verrückt machen lassen. Wir müssen einfach, da zeige ich auch gerne wieder 3 Euro ins Phrasenschwein, unseren Stiefel hier runterfahren.
Dann kann uns eigentlich gar nichts passieren mit unseren Mitteln hier. Klar werden die anderen ab und zu auch mal stärker sein auf diversen Abschnitten, aber wir können uns ja verteidigen. Wobei ERS werde ich mir für Eau Rouge aufheben. Hier bekomme ich es eigentlich noch verteidigt, weil hier sind doch ab und zu mal Kurven drin. Nach Eau Rouge ist das nicht so möglich. Aber die anderen, die pushen sich dann natürlich wieder mit DRS, also haben die da auch wieder einen Vorteil. 1,47,777. So, und hier gut rauskommen. Und zumindest ein bisschen Vorsprung versuchen rauszufahren. Ja, mache ich jetzt. Also rein mit ERS in Eau Rouge. Zack, Achtung. Oh. Da hat man zum Beispiel gesehen, die nicht ABS, die Traktionskontrolle. Wenn ich ihn nämlich auf Semi oder auf manuell gehabt hätte, dann hätte es mich jetzt rausgeflogen. Dann wäre ich jetzt rausgeflogen und wäre wahrscheinlich gerutscht. Und hier wahrscheinlich auch, so wie ich hier rutsche. Also im Prinzip hilft mir die Traktionskontrolle, weil wie gesagt, ohne Traktionskontrolle würde ich keine 2-3 Routen hier aushalten. Weil ich dann zu früh Gas geben würde und mich dann in jeder Kurve drehen würde. Und ich finde, das ist auch mit Lenkrad dann vergleichsweise ein bisschen einfacher, glaube ich, zu handeln. Als mit Controller. Von daher nur, falls ihr euch wundert. Bisschen Vorsprung haben wir, aber der wird nicht so lange oder so groß sein, wenn ich die Kurven hier so durchfahre. Vorsicht, um meine Reifen hier beanspruche. Aber 1,1 ist okay, dann bin ich aus dem DRS-Fenster raus. Dann hat Leclerc Probleme, ich nicht. Aber er kommt hier in dem Abschnitt wieder ran. Wohl eine Sekunde jetzt. Ist immer knapp. Ist immer kurz vor knapp. Jetzt eine Sekunde, jetzt ist er nicht drin. Ah, Vorsicht. Das war nicht so gut genommen. Das war besser. 1,2. Also hier kriegt er kein DS. 1,45. So, sehr, sehr gut bislang. Das Feld ist noch ganz eng zusammen. Mal gucken, wie sich das dann gleich mit DRS richtet. Und dann auch die Boxenstops. Da hoffe ich jetzt wirklich inständig, dass ich nicht wieder von irgendeinem geblockt werde in der Boxengasse. So wie in, wo war das? In Silverstone, ne? Da waren wir eigentlich vor, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, vor Hamilton, glaube ich, und Russell drinne. Mussten dann aber warten, weil die ganzen anderen Trottel erstmal mir vorbeifahren mussten. Und dann, ja, das kann natürlich auch hier wieder passieren. Ah, gelber Sektor, Achtung. Aber nicht ich, oder? Ne, bei mir raucht es nicht. Den hat es denn erwischt? Nein, das sieht wieder nach Norris aus. Ich halte schon mal so ein bisschen Ausschau. Ne, scheint aber weiterzugehen. Ne, scheint es nicht. Und zwar bei Ocon, der ist ausgeschieden. Der bleibt auf einmal stehen, weil er keinen Bock mehr hat. Ah, okay. Wollte das sagen. Irgendwie muss doch da was passiert sein. Also Ocon, der erste Ausfall. Ja gut, wird ja dann wahrscheinlich Motorschaden sein. Also wechseln die ihre Teile nicht aus? Bekommt das die KI nicht hin? Weil bislang, wie gesagt, toi toi toi, ich kann jetzt nicht auf Holz schlagen, aber sind wir von Motorschäden eigentlich immer befreit geblieben. So, jetzt kommt Leclerc natürlich nochmal ran. Oh, der wird dann gleich DRS bekommen. Der scheint ein bisschen schneller unterwegs zu sein als der Red Bull. Verstappen ist nämlich auch weder in den Top 5 noch irgendwo anders zu sehen. Ah, nicht gut genommen. Nicht gut genommen. 1,46. Abstand zum Teamkollegen beträgt 9,8 Sekunden. Und somit jetzt gleich die Chance für Leclerc nach Eau Rouge zu überholen. Da muss ich jetzt echt zusehen. 0,8, 0,9. Hier kann ich ein bisschen Zeit noch gewinnen. Aber jetzt spätestens hier oben. Da muss ich ERS wieder aktivieren. Da kommt er jetzt nämlich ran. Das ist ein zu langer Abschnitt hier, um hier nicht mit ERS zu fahren. Wobei, jetzt geht's gerade. Wenn er so weit weg ist, dann kann ich das mal machen. So, und auch hier merkt man dieses neue Lenkverhalten ganz, ganz gut. Dass man einfach viel geschmeidiger hier durchfahren kann durch die etwas engeren Abschnitte. Das war auch in Ungarn super. Also ich muss noch mal sagen, in Ungarn, da hat das auch wirklich gut geklappt in Sektor 2. Wenn ich mir da die anderen Videos angucke zu F1 22, wie ich da teilweise
gekrochen bin. Das war echt nicht mehr feierlich. Aber ich finde, hier bislang klappt das ganz gut. Oh, Leclerc, der ist ja richtig schnell. Ja, vor allem, weil ich hier auch die Kurven nicht gut nehme. Viel zu weit genommen, zu spät gebremst. Achtung, Leclerc ist da. Ja, das wird jetzt spaßig, ey. Schade. Aber habe ich gut, habe ich mir selber zuzuschreiben. Aber Ferrari ist halt auch einfach stark, ne? Leclerc vor allem. Der ist immer vorne mit dabei. Die haben auch gute Upgrades gemacht. Und jetzt halt der Kampf da hinten erstmal zwischen Perez und Leclerc. Ein Kopf an Kopf, Rad an Rad. Sergio Perez ist erstmal wieder Zweiter. So, und für uns geht's jetzt in der nächsten Runde. Ich glaube, in Runde 6 geht's in eine Boxengasse rein. Fragt sich nur, wo... Ah, ne, jetzt schon. Okay. Dann war das schon Runde 5. Na, beziehungsweise wir sind ja jetzt in der 6. Runde. Also, stimmt schon. War schon richtig. So, jetzt verteidigen halt. Wenn ich jetzt vor den beiden in die Boxengasse komme, habe ich eigentlich ein gutes Feeling. Weil wenn ich hinter den beiden bin, ich weiß nicht, wie stark unser Auto am Schluss ist. Da habe ich dann immer so meine Bedenken, dass das doch nichts wird. Aber momentan fast eine Sekunde Vorsprung. Sehr gut. So, Vorsicht hier nicht rutschen. Genug Grip sollte ja noch da sein. Ja, 30% so rund, das ist okay. Die Teile sind auch noch okay. Dann wird das jetzt spannend mit Hamilton und Russell, weil die bleiben ja bestimmt ein bisschen länger draußen mit den Mediums. Ob die dann sich vielleicht auch nochmal anmelden fürs Podium. Wobei, so weit sind die auch noch gar nicht weg. Also Hamilton, der wird auf jeden Fall und Russell dann auch. Hier, Abschnitt besser genommen. Jetzt auf den letzten Metern. Ich brauche jetzt einen schnellen Boxenstopp. Einen guten vor allem. Wenig Autos vor mir, die mir dann die Weiterfahrt nicht ermöglichen. Und mal gucken, wer jetzt mit mir reingeht. Also ich denke mal, entweder gehen beide mit mir rein oder irgendeiner. Vielleicht so Platz 2 bis 4 könnten da jetzt mit mir reingehen. So, Achtung. Die Kurve kommt. Bisschen mehr nach rechts lenken. So, Achtung, nicht gegenfahren. So, dann gehe ich als Einziger rein. Nein, Leclerc, Hamilton und Verstappen kommen rein. Verstappen, da bin ich auch mal gespannt. Der hatte bislang auch richtig enttäuscht. So, und jetzt, komm. Schneller als die anderen. Ja, das müsste klappen, ja. Fahr jetzt raus. Großartiger Boxenstopp. Die Zeit war besser, als wir dachten. Ja, 2,2 ist eigentlich wie immer. So, also, raus geht's. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung. Hülkenberg auf der 10, Sargent auf der 11. Wir kommen auf Platz 12 erstmal raus. Alles okay. So, DRS werde ich wahrscheinlich nicht bekommen. Ne, dazu bin ich zu weit weg. Oder bekomme ich? Ne, bekomme ich nicht. Ja, aber Leclerc dafür. Verstappen ist halt jetzt auf den Softs unterwegs. Das wäre natürlich jetzt ein Stil von ihm. Ja, wenn er sich sagt, komm, die ersten paar Runden, die vorne, die lasse ich mal ein bisschen fahren. Ich wiege die in Sicherheit und dann zack, schnappt Verstappen dann zu und holt sich wahrscheinlich noch den Rennsieg. Aber dann müssen wir jetzt auch gleich auf die anderen Autos gucken. Und die halten mich natürlich hier auf. Das geht gar nicht. Sargent, Hülkenberg und Tsunoda. Das ist natürlich jetzt schlecht für uns. Ne? Deswegen, wir müssen hier schnell vorbeikommen an Sargent irgendwie. Aber hier nicht. Ja, ist ganz blöd, ey. Ich bin eigentlich schneller als er. Und jetzt werde ich hier so aufgehalten. Aber für Leclerc geht natürlich das Gleiche. Und das ist jetzt natürlich die Situation, die am spannendsten ist. Was macht denn Leclerc? Ist der doof? Junge, du kannst doch nicht einfach auf die Ideallinie. Ist ja bescheuert. Da hätte ich mich jetzt fast gedreht und dann wäre es für uns beide. Nee, wobei nur für mich, weil Leclerc hätte sich wieder irgendwie gerettet. So, jetzt aber. Vorbei an Sargent. Du darfst gerne meinen Wingman spielen und Leclerc aufhalten. Achtung. Und jetzt hinter Hülkenberg. Die fahren jetzt auch alle rein, aber mir geht es darum, noch ein bisschen Zeit aufzuholen. Oh, Hülkenberg, was machen wir? Was machen wir? Oh, Vorsicht, Tsunoda vorne. Das klappt. Ja, Tsunoda fährt rein, Hülkenberg auch. Ich bekomme nochmal DRS und jetzt vorne. Sollten wir schaffen. An allen vorbei. Guanyu, Sainz und so weiter. Russell und Stroll ist der einzige noch vorne. Sergio Perez ist auf harten Reifen unterwegs und wir kommen auf der 2 vor Perez raus. Das wird jetzt spannend mit Leclerc. Oh, wow. Hätte also fast schon vorbei sein können.
So, Arno Rouge hier vorbei. Schade, dass Stroll 3 Sekunden weg ist. Aber auch da sind wir eigentlich schneller. Perez auf hart. Weiß ich nicht, ob das gut gehen wird. Aber wo sind denn Russell und Hamilton eigentlich? Die müssten auf Platz 6 und 7 sein. Das Blatt hat sich ein bisschen gedreht. Verstappen ist jetzt Vierter. Also bislang ist er mit am besten weggekommen. Hat ein paar Plätze gut gemacht dadurch. Russell und Hamilton so ein bisschen als Verlierer, würde ich sagen. Stand jetzt. Aber wir haben noch 4 Runden zu fahren. Von daher, es kann alles passieren. Und das Rennen kann auch innerhalb von wenigen Sekunden vorbei sein. Na, da kommt Russell auf die 5. Habt ihr ja gerade gesehen, wenn Leclerc einmal hier Blödsinn macht und meint, er müsste vor mir wieder reinstechen. So, vorne ist Stroll. Vielleicht kriege ich ja DRS, das wäre ganz wichtig. Abstand zum hinteren Auto. Auto hinter dir, 1,6 Sekunden. Ja, perfekt. Vorne ist Stroll 1,4, da komme ich jetzt nicht mehr ins DRS-Fenster rein, leider. 1,2, ja, wir kommen näher ran, nah ran, aber auch nicht so, obwohl, warte mal. Vielleicht ja doch. Ne, wird nicht reichen, ganz knapp, glaube ich nicht, oder? Ne, DRS kriegen wir nicht. Stroll als letzter in der Boxengasse, 1,7 Sekunden, ein bisschen Vorsprung haben wir also bekommen. Aber gut, das heißt nichts für die letzten Runden, die haben immer noch mal ein bisschen die Überraschung für uns übrig. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Sergio Perez Fünfter. Ja, der hat mit den harten Reifen jetzt ein bisschen federn lassen. Der wird, glaube ich, nicht mehr aufs Podium fahren. Dafür Verstappen. Ich habe ja gesagt, der guckt sich das alles ein bisschen an. So auf Platz 7 und auf Platz 8. Und der denkt sich so, ja, macht ihr mal. Ich werde dann zuschlagen. Und es hat funktioniert. Und dadurch, dass Russell und Hamilton auf Mediums gestartet sind. Gut, Russell hat es überlebt. Der ist Vierter. Aber Hamilton ist jetzt raus aus den Top 5. Muss man sagen, gute Entscheidung von Red Bull, das so zu regeln, dass zumindest mal einer in den ersten 3 ist. Und Sergio Perez wird vielleicht seine Führung verlieren, je nachdem, wo Leclerc jetzt noch landet. Also ihr seht, man braucht jetzt für jedes Rennen braucht man immer einen Taschenrechner. Weil die so eng zusammen sind, aber das ist doch das Spannende, das ist das Geile dran. Und das ist wirklich ein Szenario, das könnte diese Saison echt mal wahr werden, dass so im letzten Rennen 3, 4 Autos wirklich wenige Abstände haben von den Punkten her und sich dann um den Titel streiten, das wäre genial, das wäre super. Aber wir haben jetzt ja auch nochmal ein paar Runden zu fahren, wir haben unsere Konkurrenz, oh nein, der Curb, der mich kerzengerade hält, hab das gerade nochmal gesehen und gemerkt, oder ich hab's gemerkt. Da bist du echt in diesem Spiel machtlos dieses Mal, wenn du auf dem Curb einmal drauf bist. Du kannst weder nach rechts und nach links. Du fühlst dich wie so ein... Abstand zum Teamkollegen beträgt 0,0 Sekunden. Du fühlst dich da einfach wie so ein Neuling im Schwimmen, wie gesagt, der sich versucht über Wasser zu halten, so mit rechts und links. Versucht irgendwie zu paddeln, aber du kannst es nicht. Du kannst aber nicht nach links und rechts, weil du einfach von den Curbs aufgehalten wirst. So, 1,5, bisschen Vorsprung und das bisschen ERS, was ich habe, das muss ich einfach hier verbraten, weil die kriegen DRS, beziehungsweise Leclerc nicht. Er kriegt dann gleich Probleme mit Verstappen, der wird ja wohl doch nicht noch Zweiter werden. Da haben wir jetzt auch Hamilton wieder auf der 5. Gut, eigentlich haben nur Verstappen und Sergio Perez jetzt die Plätze getauscht, glaube ich. Ansonsten dürfte eigentlich alles gleich geblieben sein, bis auf Ocon, den wir verabschieden mussten. Oh, Vorsicht, Kurve zu weit genommen. Aber wir machen das jetzt. Einen kühlen Kopf bewahren, Durchblick. Dann hätten wir wie in Österreich Sprint und das Rennen gewonnen und dann würden wir wirklich ganz weit nach vorne kommen. Von den Abständen her muss man da mal gucken, aber wir würden, denke ich mal, ich habe die jetzt auch wieder nicht im Kopf, Hamilton überholen. Vielleicht sind wir sogar schon vor Hamilton. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ja, wir schaffen das. Wir müssen das irgendwie schaffen. Vorsicht hier wieder, der Curb. Catch me if you can, ey. So sieht das jetzt aus. Der Gejagte hier vorne.
Ja, 1,46er Zeiten ist jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig schnell. Ist ja klar, mit den Mediums, da kriegt man das auch nicht hin. So, aber gerade in der letzten Runde werden sie nochmal alles rausholen. Gerade Verstappen, Mann, der wittert Platz 2. Und vielleicht auch nochmal eine schnellste Rennrunde. Zumindest Verstappen, das könnte ich mir vorstellen, dass der nochmal auf die schnellste Rennrunde geht. Ja, perfekt. Ja, noch halten sie sich. Aber ich glaube, in der letzten Runde wird nochmal was passieren. Die halten jetzt alle ihre Plätze und dann hauen sie nochmal alles raus. Und ich befürchte, dass ich vielleicht auch nochmal davon betroffen sein werde. Wobei, ich bin eigentlich gleich schnell wie Leclerc. Müsste ich eigentlich sein mit den Reifen. Verstappen wird nochmal riskieren. Und dann wird er auch nochmal an mich rankommen. Aber er hat auch hinter sich Russell und Hamilton. Das war jetzt gerade nicht gut von mir. Bisschen Zeit verloren. Jetzt kommen die anderen wieder ran. Eieiei. Was machen wir denn hier? Wir werfen unseren Sieg weg. Letzte Runde jetzt. Einmal noch Eau Rouge überstehen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Was jetzt gleich noch passieren wird, wie das Tableau dann am Ende aussieht. Wir bleiben auf jeden Fall, hoffe ich mal, unter den ersten 5. Im wirklich allerschlimmsten Fall. So, ding, 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 ding. Letzte Runde ist angebrochen. Leclerc kriegt halt auch nochmal DRS, aber der muss sich jetzt erstmal gegen Verstappen verteidigen. Der braucht auf mich gar nicht gucken. Der braucht auf mich gar nicht schauen. Vielleicht kriegt er ja auch kein DRS, oder? Ja, doch. 0, er kriegt nochmal DRS auf jeden Fall. Verstappen auch. Der kommt aber überraschenderweise doch nicht so nah ran, wie ich mir gedacht hätte. Ich habe jetzt gedacht, der pusht wirklich nochmal, aber jetzt ist Sektor 2 und 3 ganz, ganz entscheidend auch. Da hätte ich fast dieses Rennen auch verloren. Und da ist Leclerc nochmal, der kommt auch nochmal ran. Also der letzte längere Abschnitt, der ist es jetzt. Der wird die Entscheidung bringen, 0,5. Und Sergio Perez ist wieder da, der ist auf der 5. 2 Runden kommt er mit dem Benzin noch aus. So, Jeff, bisschen Ruhe jetzt, braucht kurz Fokus. So, und Leclerc, der ist schon wahnsinnig nah dran. Guck mal, wie viel Power der noch rausholen kann. Das ist ja unmenschlich. So, jetzt Achtung hier, die Kurve nach innen zumachen, ja. Das ist ja unmenschlich, was der gemacht hat. Der war doch schon eine Sekunde weg. So, letzte Kurve. Jetzt nochmal den langen Abschnitt hier. Hier muss ich auch gut reinkommen. Und jetzt mit ERS nochmal volle Power. Verstappen, Russell auch ganz, ganz knapp dahinter. Und ja, Perez wieder 5. Achtung, Leclerc versucht es nicht wirklich in. Ist der bescheuert? Da ist gar kein Platz. Jetzt muss ich extra ein bisschen weiter außen rum fahren. Aber es hat nochmal geklappt. Der wollte sich da echt durchzwängen. Aber am Ende, glaube ich, reicht es ganz knapp für uns. Letzte Kurve hier, nicht reinchoken. Dann haben wir vor Leclerc, Verstappen, richtig gutes Rennen auch abgeliefert. Super spannend. Aber am Ende Platz 1. Jawohl. Gut gemacht. P1 für uns. Weiter so. Was für ein tolles Rennen und was für ein grandioser Sieg hier beim Großen Preis von Belgien. Sag mir, Stefan, wie haben Sie sich heute den Sieg geholt? Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Die Fahrer sind auf dem Weg hinaus zur Siegerehrung mit McLaren an der Spitze. Gratulation an das gesamte Team für diese fantastische Leistung.
Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Nicht das Ergebnis, das der Führende wollte, aber es macht die bevorstehenden Rennen sicherlich noch interessanter. Kommen wir zur Auszeichnung Fahrerin oder Fahrer des Tages. Stefan Römer, wen nominierst du? Oft zeigt der Fahrer, den ich wähle, ein besonders beeindruckendes Kunststück während des Rennens. In diesem Fall hat mich jedoch die solide und saubere Fahrweise von Max Verstappen begeistert. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursmeisterschaft zu werfen. Red Bull zieht in der Rangliste weiter davon. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Also besonders im Rennen wurde es dann zum Schluss nochmal spannend. Aber wir holen die maximale Punkteausbeute 34. Sergio Perez holt nur 17 Punkte. Das heißt, wir müssten da auch eigentlich richtig viel aufgeholt haben. Und so ist es. Schaut euch das an. Wir sind Dritter vor Verstappen. Jetzt haben wir nur noch 20 Punkte Rückstand. Wahnsinn, ey. Guckt euch den Abstand an. 15, 20, 25, 25. Das kann in einem Rennen wieder ganz anders aussehen. Und genau das ist das Geile. Selbst Hamilton mit nur 41 Punkten. Sainz, 91 Punkte, der dürfte vielleicht keine realistischen Chancen haben. Aber Hamilton mit 41 Punkten, das ist so immer der Maßstab. Hier sind wir auch weiterhin Vierter. Also da auch völlig im Soll. Es wird wirklich eine spannende Saison. Es spitzt sich wirklich von Rennen zu Rennen zu. Hier sehen wir das nochmal. Sprintrennen, Rennergebnis. Ist wirklich alles super gelaufen. Und auch hier wieder, 6 grüne Haken, perfekt. Sainz nur 2. Ich glaube, da habe ich mir den richtigen Konkurrenten ausgesucht. 27, 15. Gut, das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis ich das dann auch gewinne. Fahreranerkennung, ja, auf 10. Perfekt. Also auch das funktioniert schon richtig gut in der ersten Saison, muss man ja sagen, ne? Die erste und einzige Saison, Rennen 14. Ist nicht mehr viel, ist nicht mehr lang. Wir sind alle eng beieinander. Das ist wirklich echt sehr geil. Saisonpause, ja. Dann kommt Zandvoort. Hinterer Unterboden. Funktioniert perfekt. So, jetzt will ich aber gerne nochmal, bevor wir in die Pause gehen, würde ich gerne nochmal ein paar Sachen upgraden hier. Verbesserte Energiespeicherzellen, ja. Ja, das wird leider erst nach Monza fertig, aber egal. Haben wir noch irgendwie was wir machen können? Ne, dazu reichen die Ressourcenpunkte nicht. Naja. Saisonpause beginnt. Zack, so schnell ist es schon wieder fertig. Wahnsinn, wie schnell so eine Saisonpause wieder rumgeht. 500 Ressourcenpunkte mehr. Jetzt gehe ich nochmal in die FE rein. Jetzt haben wir ja ein bisschen mehr. Jetzt können wir MGUK, Strapazierfähigkeitstest. Was macht der eigentlich? Erhöht die Strapazierfähigkeit des MGUK. Alle MGUK-Komponenten werden langsamer verschleißen. Motor Generator Unit heißt es ausgeschrieben. Gut, dass ich das jetzt mal auch mitbekommen habe. Stopp. Dann muss ich das auch machen. So, das wird auch nach Zandvoort fertig. So. Starten wir rein. Auch eigentlich ein Grand Prix, den ich gut fahren kann. Aber jetzt natürlich Verstappen, ne? Sein Heim-Grand Prix. Er hat jetzt wieder Chancen, Erster zu werden. Sergio Perez muss das noch verteidigt bekommen. Also jede Strecke ist jetzt hier so eine Art Showdown, würde ich fast sagen. Ein Endspiel noch nicht. Dazu haben wir noch zu viele Rennen. Aber trotzdem ist das eine coole Sache, finde ich. Und wir haben im letzten Training Regen. Ansonsten haben wir herrlichen Sonnenschein. Perfekt. Also auch da gute Bedingungen für Zandvoort. Wie sieht das hier aus? Ich muss dann jetzt nochmal drauf gucken. Ja, 211, 96, 91, 86. Und wir haben schon 4 Rennen. Genau, 4 Rennen gewonnen. 3 davon mit schnellster Rundenzeit. Ja, die anderen haben auch ein paar Rennen gewonnen. Singapur, Japan, das sind so 2 Strecken. Katar kann ich halt auch noch gar nicht einschätzen. Und Las Vegas. Aber ich glaube, Las Vegas wird ganz cool. Ich habe schon mal ein paar Videos davon gesehen. Ist auch gar nicht so schwer zu fahren. Also ich glaube, Las Vegas könnte ganz cool werden. Ja, und ganz cool wäre auch, wenn ihr dem ganzen Video einen Daumen nach oben gebt. Ein kostenloses Abo da lasst, falls ihr das noch nicht gemacht habt, um diese spannende Saison nicht zu verpassen. Um herauszufinden, wer am Ende dann die Titel holt. Also, macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.